Hey Leute, und da haben wir ihn, Felix Banassac. Noch so ein grüner Karrierepolitiker, der Arbeit anscheinend nur vom Hörensagen kennt. Statt echter Lebenserfahrung lieber auf Demos rumschreien und sich als Held feiern lassen. Ist das wirklich die Führung, die Deutschland braucht? Seht selbst, was uns da wieder als politische Zukunft verkauft wird. Auf geht's! Macht die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauem Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Felix Banassac, der neue grüne Chef, ist ein Musterbeispiel für die moderne Karriere eines Politikers, der sich nahtlos in das progressive Weltbild einfügt, das von bestimmten Teilen der Grünen so leidenschaftlich vertreten wird. Doch was wissen wir wirklich über diesen Mann, abgesehen von seinen öffentlichen Auftritten und seiner parteipolitischen Rolle? Schauen wir uns das mal genauer an, was hinter dem glatt polierten Image steckt, das er so eifrig in den Vordergrund stellt. Banassac begann seine politische Laufbahn früh, und einer seiner bekanntesten Aktionen war seine Festnahme 2016 während der Istanbul Pride. Er war dabei, als türkische Aktivisten ein Statement verlesen wollten, und wurde festgenommen, weil er sie angeblich beschützen wollte. Klingt edel, oder? Aber mal ehrlich, was sagt das wirklich über ihn aus? In der Türkei verhaftet zu werden, weil man sich gegen die Staatsmacht stellt? Eine Situation, in der viele westliche Politiker glänzend dastehen wollen, ohne tatsächlich die Konsequenzen zu tragen. Danach sprach er von einem Klima der Angst. Doch diese Art von Aktionismus scheint eher auf eine medienwirksame Inszenierung abzuziehen, als auf ernsthafte politisches Engagement. Es ist immer leicht, sich in einem fremden Land als Held der unterdrückten Minderheiten zu präsentieren. Was dabei jedoch übersehen wird: Solche Aktionen haben wenig Einfluss auf die tatsächliche Lage vor Ort und sind eher dazu da, das eigene Profil zu schärfen. Banassac wuchs in Duisburg auf, eine Stadt, die für ihre sozialen Herausforderungen bekannt ist. Dass er das Steinbart-Gymnasium besuchte, zeigt, dass er nicht gerade aus den problematischen Vierteln stammt. Nach seinem Abitur absolvierte er seinen Zivildienst in der Altenpflege in Berlin. Ein Engagement, das sicherlich Respekt verdient, aber auch ein typischer Schritt auf dem Weg in eine politische Karriere. Doch sein anschließendes Studium an der Freien Universität Berlin in Sozial- und Kulturanthropologie sowie Politikwissenschaft zeigt deutlich, wohin die Reise gehen sollte: in eine akademisch gedrängte, aber realitätsferne Welt der progressiven Theorien und ideologischen Kämpfe. Was folgte, war wenig überraschend. Anstatt in die reale Arbeitswelt einzutauchen, arbeitet er schon während des Studiums für den damaligen Berliner Abgeordneten Dirk Behrendt. Diese frühzeitige Verbindung zu den Grünen ebnete ihm den Weg in die politische Blase. Nachdem Banassac 2014 in seine Heimatstadt Duisburg zurückkehrte, baute er schnell seine Karriere weiter aus. Er wurde Leiter des nordrhein-westfälischen Büros der Europaabgeordneten Terry Reinke und Sven Giegold, beides prominente Vertreter der Grünen. Doch was sagt das über seine Qualifikation aus? Es zeigt, dass er von Beginn an tief in die Strukturen der Partei integriert war und sich vor allem durch Netzwerke und Kontakte nach oben arbeitete. Politische Leistung oder echte Erfolge? Fehlanzeige. Seine Kandidatur bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Duisburg II zeigte dann das eigentliche Dilemma eines Banassac aus. Er verpasste mit mageren 4,6% der Erststimmen den Einzug in den Bundestag. Das spricht nicht gerade dafür, dass er in der Wählerschaft besonders beliebt oder als zukunftsweisende Führungspersönlichkeit wahrgenommen wird. Vielmehr wurde er offenbar von der eigenen Basis im Stich gelassen, als er keinen Platz auf der Landesliste der Grünen erhielt. Trotz dieser Schlappe setzte er seine Karriere unbeeindruckt fort,
2018 trat er als Nachfolger von Sven Lehmann für den Landesvorsitz der Grünen in Nordrhein-Westfalen an und konnte sich knapp gegen Wolfgang Rettich durchsetzen. Doch auch hier zeigt sich ein weiteres Muster. Banassac ist gut darin, die internen Strukturen der Partei zu navigieren und sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Was ihm jedoch immer wieder fehlt, ist die breite Unterstützung der Wähler. Denn seine Karriere ist vor allem auf innenparteiliche Machtkämpfe fokussiert. Zwar wurde er 2018 und erneut 2020 in seinem Amt als Landesvorsitzender bestätigt, jedoch spricht das weniger für seine politischen Erfolge, sondern eher für den Mangel an Alternativen innerhalb der Partei. Ein weiterer interessanter Aspekt seiner Vita sind seine Mitgliedschaften in verschiedenen Organisationen. Seit 2014 Mitglied bei Verdi und seit 2021 Mitglied in der IG Metall, also zwei Gewerkschaften, die nicht gerade als Heimat des progressiven Flügels gelten. Diese Mitgliedschaften wirken wie der Versuch, sich ein breites Profil zu geben und sich als Mann des Volkes zu präsentieren, obwohl seine politische Agenda oft eher elitär und abgehoben wirkt. Und als ob das nicht schon genug wäre, ist er seit 2015 auch noch Fördermitglied bei Sea-Watch, einer Organisation, die dafür bekannt ist, Migranten im Mittelmeer nach Europa zu bringen. Das passt zu den Grünen, die sich vehement für offene Grenzen einsetzt, ohne die langfristigen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland ausreichend zu bedenken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Felix Banassac weniger ein politischer Visionär ist, sondern vielmehr ein weiteres Zahnrad im gut geölten Getriebe der grünen Parteimaschinerie. Er hat sich konsequent innerhalb der Partei nach oben gearbeitet, ohne dabei echte Erfolge vorweisen zu können, die über die innerparteilichen Strukturen hinausgehen. Seine öffentliche Rolle als Verteidiger von Minderheitenrechten und Aktivist mag bei einigen gut ankommen, doch letztlich ist er nur ein weiteres Beispiel für die Art von Politikern, die mehr an Symbolpolitik und persönlichen Aufstieg interessiert sind, als an echten Lösungen für die Probleme, mit denen Deutschland heute konfrontiert ist. So Leute, was haltet ihr von der Idee, in einer neuen Serie mal alle Politiker der Altparteien gründlich unter die Lupe zu nehmen? Schreibt es mir in die Kommentare. Interessiert es euch, wer da alles so im Bundestag sitzt und was die eigentlich machen oder eben nicht machen? Lasst es mich wissen. Und wie immer, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, die Wahrheit findet man selten im Wahlkampfversprechen. Bis dahin.